Wir reden gleich mal darüber, was wir auch tun können. Also nicht nur die Förster und Waldwirtschafter dieses Landes, sondern auch Sie und ich. Treffen jetzt aber erstmal einen Mann, den wir schon eine ganze Weile begleiten, seit 2019 schon. Er baut ein Katamaran in Brandenburg. Er will damit dieses Jahr noch auf die Weltmeere und es steht ein ganz wichtiger Schritt gerade an. Es wird gewogen. Gut, dann werden wir mal einfach den bringen wir mal. Knapp 1,40 Meter. Mehr Arbeitshöhe gibt es nicht unter dem Katamaran. Doch der Platz reicht aus für das, was die Truppe um den pensionierten Bootsbauer Frank Ladewig heute plant. Es geht ganz einfach darum, dass es immer interessant ist, wenn man eben halt ein Boot baut, zu wissen, wie viel es wiegt. Normalerweise könnte man ein Boot an einen Kran hängen und es dabei wiegen. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dieses Boot wird in einem alten Deichwärterhaus in dem kleinen Ort Kienitz im Oderbruch gebaut. Da steht es drin und da muss es gewogen werden. Wir wiegen unser Boot mit 4 Waage Plots. Das sind Teile, die sind etwa so groß. Das ist ein elektronisches System angeschlossen. Dieses System läuft hier hinten in diese Box zusammen. Diese Box ist dann in diesem kleinen Computer hier angeschlossen. Und Morgen und Cindy oder Anna werden dann das Boot leicht anheben, auf diese Plots absetzen. Und dann sieht man jedes Mal, wenn man hier auf einem Plot ist, dass das Gewicht sich langsam erhöht. Mit welchem Gewicht rechnest du ungefähr? Was könnte dieses Es ist Boot? immer zu schwer. Ein Boot ist immer zu schwer, grundsätzlich. Bevor die Bootsbauer und wir erfahren, ob die geschätzten 7 Tonnen realistisch sind und warum das Gewicht des Katamarans überhaupt eine so große Rolle spielt, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Im Sommer 2019 besuchen wir Frank Ladewig das erste Mal. Es ist nicht ganz einfach, sich vorzustellen, dass aus diesem Gerippe ein Katamaran entstehen soll, der 10 Jahre lang über die Weltmeere segeln kann. Doch bei jedem Besuch sehen wir Fortschritte, hören verrückte Geschichten von Menschen, die das Projekt unterstützen, mit Arbeitskraft, aber auch mit Geld und Material. Dann kommt Corona. Auf der Baustelle wird es etwas ruhiger, aber zum Stillstand kommt das Projekt nie. Im Sommer 2021 holt Frank den 16 Meter langen Mast aus La Rochelle. Und im Herbst 2021 bekommen die Segel in einer Sattlerei in Herzberg ihren Aufdruck. Januar 2023. Nun ist sogar schon ein großer Teil des Innenausbaus fertig. Ja, wie ihr seht, sind wir hier oben im Salon des Bootes, wo wir uns aufhalten werden, wenn wir zusammen essen, wenn wir uns besprechen. Das ist hier Sitzfläche für 12 Personen. Türkisfarbenes Leder, da waren ein paar Leute, die haben uns da sehr unterstützt und das ist ganz, ganz toll. Die Küche ist soweit da. Wir haben hier ein großes Spülbecken, fast wie zu Hause. Dann haben wir hier ein Kochfeld, was sehr speziell ist. Es ist so eine Olive und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir die Kochtöpfe hinstellen und verspannen können bei starkem Seegang. Apropos Seegang, heute soll ja geklärt werden, wie viel das Boot wiegt und damit wie tief der Katamaran, der komplett aus Holz gebaut wurde, später im Wasser liegen wird. Wir sind jetzt hier bei 7 Tonnen 902 Kilo. Ja, jeder Bootsbauer wünscht sich, dass da einfach ein paar Kilo weniger sind. Also ich sag mal, das Boot wird dann so knapp unter 9 Tonnen wiegen, wenn es fertig ist, mit allen Details, Tank voll und alles drum und dran. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, also wir hoffen einfach mal ein bisschen weniger. Frank Ladewig lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Dann wird das Boot eben etwas tiefer im Wasser liegen. Kein Problem, nur die Wasserlinie muss er eben etwas weiter oben markieren. Warum er das macht und wie es mit dem Boot weitergeht, wir werden dabei sein. Ja, und lieber Frank, mach die Wasserlinie doch bitte noch ein Stück hoch, dann kann ich mit auf die Jungfernfahrt kommen. Das würde mir großen Spaß machen.